Ein Besuch im Einkaufszentrum. Es ist ein regnerischer Samstagmorgen und Martin hat beschlossen, ins Einkaufszentrum zu gehen. Er braucht neue Kleidung und möchte auch ein paar deutsche Wörter üben, während er einkauft. Martin liebt es, in großen, modernen Einkaufszentren zu stöbern. Denn hier gibt es alles, von Mode über Elektronik bis zu kleinen Cafés. Martin zieht seinen Mantel an, nimmt einen Regenschirm und fährt mit dem Bus zum Einkaufszentrum. Im Bus hört er leise Musik und schaut aus dem Fenster, während der Regen sanft auf die Straße fällt. Heute ist ein guter Tag zum Einkaufen, denkt er. Am Einkaufszentrum angekommen, betritt Martin das große Gebäude. Überall hängen bunte Werbetafeln und die Aufzüge und Rolltreppen bewegen sich ruhig. Er geht zuerst in das Modegeschäft, weil er neue Hosen und Hemden kaufen möchte. Im Geschäft sieht er viele schöne Kleidungsstücke. Er probiert verschiedene Hosen an und fragt den Verkäufer: Wie viel kostet diese Hose? Der Verkäufer antwortet freundlich: Die Hose kostet 39,99 €. Martin überlegt kurz und sagt: Ich nehme sie. Vielen Dank. Er freut sich, weil er ein gutes Angebot gefunden hat und seine Deutschkenntnisse beim Fragen und Antworten verbessert. Nach dem Modegeschäft geht Martin in einen Elektronikladen. Dort sucht er ein neues Handyladegerät. Er sieht viele Modelle und fragt: Entschuldigung, haben Sie ein Ladegerät für dieses Modell? Die Verkäuferin zeigt ihm einige Optionen. Martin wählt ein passendes Ladegerät aus und bezahlt an der Kasse. Danke für Ihre Hilfe, sagt er höflich. Gern geschehen, antwortet die Verkäuferin. Martin hat jetzt 2 Taschen, eine mit Kleidung und eine mit Elektronik. Er beschließt, noch im Einkaufszentrum zu essen. Er geht in ein kleines Café, das in einer ruhigen Ecke liegt. Dort bestellt er einen warmen Kaffee und ein Stück Kuchen. Der Kaffee schmeckt heute besonders gut, denkt Martin, während er den Regen draußen beobachtet. Er liest eine Zeitung, die auf dem Tisch liegt, und lernt dabei neue Wörter. Nach dem Essen spaziert Martin noch durch das Einkaufszentrum. Er besucht auch einen Buchladen, weil er gerne liest. Er schaut sich verschiedene Romane an und findet ein Buch über deutsche Abenteuer. Dieses Buch wird mir helfen, mein Deutsch zu verbessern, sagt er und legt es in seinen Einkaufswagen. Als der Nachmittag vergeht, geht Martin zur Kasse, um seine Einkäufe zu bezahlen. Er trägt die Taschen stolz und bedankt sich bei den Kassierern. Einen schönen Tag noch, sagt er freundlich. Auf dem Heimweg im Bus denkt Martin über den Tag nach. Heute habe ich viel gelernt und viele nette Gespräche geführt. Ich freue mich auf weitere Einkaufstouren. Zu Hause angekommen, räumt er seine Einkäufe aus und legt die neuen Sachen ordentlich weg. Später schreibt er in sein Lerntagebuch: Heute habe ich im Einkaufszentrum viele neue Wörter gelernt. Ich habe Kleidung, Elektronik und ein Buch gekauft. Es war ein produktiver Tag, trotz des Regens. Martin fühlt sich zufrieden und freut sich, dass er beim Einkaufen sein Deutsch üben konnte. Ein Besuch im Planetarium. Es ist ein klarer Abend und Julia hat sich entschlossen, das Planetarium in der Stadt zu besuchen. Sie interessiert sich sehr für Sterne, Planeten und das Universum. Heute möchte sie mehr über das Weltall lernen und dabei ihre Deutschkenntnisse verbessern. Julia zieht eine warme Jacke an und nimmt ihren Rucksack. Darin hat sie einen Notizblock, einen Stift und eine Flasche Wasser. Sie fährt mit der Straßenbahn zum Planetarium. Unterwegs liest sie ein kleines Buch über Sterne und lernt neue Wörter wie Galaxie, Sternbild und One Kosmos. Am Planetarium angekommen, kauft Julia ihre Eintrittskarte. Vor dem Gebäude stehen bereits viele Menschen, die gespannt auf die Vorführung warten. Im Eingangsbereich hängen Poster von berühmten Sternbildern und leise Musik spielt im Hintergrund. Ich bin so gespannt, was ich heute sehen werde, denkt Julia. In einem großen Saal nehmen die Besucher Platz. Die Sitze sind bequem
und die Decke des Saals ist großflächig beleuchtet. Kurz bevor die Vorführung beginnt, erklärt ein Moderator auf Deutsch: Herzlich willkommen im Planetarium. Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch das Universum. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Julia hört aufmerksam zu und macht sich Notizen. Die Vorführung beginnt. Auf der großen Kuppel erscheinen Sterne, Planeten und ferne Galaxien. Die Bilder sind lebendig und faszinierend. Julia sieht, wie sich Sternbilder langsam bewegen und das Licht der fernen Sterne auf die Zuschauer strahlt. Das ist so schön, flüstert sie, während sie die Details betrachtet. Der Moderator erklärt in einfachen Worten die Bewegungen der Planeten und die Entstehung von Sternen. Julia lernt Wörter wie Orbit, Sonnensystem und Meteor. Während der Vorführung fühlt sie sich, als wäre sie selbst im Weltall. Die sanfte Musik und die beeindruckenden Bilder machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ich möchte mehr über das Universum lernen, denkt Julia, als sie den hellen Kometen sieht, der über die Kuppel zieht. Nach der Show bleibt Julia noch im Planetarium, um sich die Ausstellung im Foyer anzusehen. Dort gibt es Modelle des Sonnensystems, interaktive Stationen und viele Bücher über Astronomie. Julia schaut sich das Modell der Erde und des Mondes an und liest einen kurzen Text dazu. Die Erde dreht sich um die Sonne, liest sie laut vor. Ein anderer Besucher, ein älterer Herr, lächelt und sagt: Richtig, das ist das Wunder des Universums. Julia bedankt sich und unterhält sich kurz mit ihm über das Weltall. Sie fühlt sich glücklich, weil sie nicht nur schöne Bilder gesehen hat, sondern auch neue Wörter lernen konnte. Als der Abend endet, verlässt Julia das Planetarium. Draußen am klaren Himmel sieht sie die Sterne leuchten und denkt: Das Universum ist so groß und schön. In der Straßenbahn auf dem Heimweg schreibt sie in ihren Notizblock: Heute habe ich viel über Sterne und Planeten gelernt. Das Planetarium ist ein magischer Ort. Zu Hause angekommen, legt Julia das Buch und ihre Notizen weg. Sie fühlt sich inspiriert und freut sich darauf, am nächsten Tag mehr über Astronomie zu lesen. So endet ein faszinierender Abend im Planetarium, der Julias Wissensdurst gestillt und ihre Deutschkenntnisse erweitert hat. Ein Tag im Sportstadion. Es ist ein frischer, klarer Tag und Daniel hat einen besonderen Plan. Er besucht ein großes Sportstadion, um ein Fußballspiel zu sehen. Daniel ist ein großer Fußballfan und möchte die Atmosphäre im Stadion erleben. Außerdem möchte er die Beschilderungen und Lautsprecherdurchsagen auf Deutsch hören und lernen. Daniel frühstückt ein belegtes Brot und trinkt einen heißen Tee. Er zieht ein T-Shirt seiner Lieblingsmannschaft an und setzt eine Mütze auf. Mit dem Bus fährt er zum Stadion, das in der Nähe der Stadt liegt. Auf dem Weg liest er die Spielzeit auf seinem Handy und freut sich: Heute spielt mein Lieblingsteam gegen den Tabellenspitzenreiter. Das wird spannend. Am Stadion angekommen, ist Daniel beeindruckt von der Größe des Gebäudes. Überall hängen bunte Banner und Fahnen, und der Eingang ist weit und einladend. Er kauft seine Eintrittskarte am Schalter. Die Kassiererin lächelt und sagt: Viel Spaß beim Spiel. Daniel bedankt sich. Danke, ich freue mich schon sehr. Im Stadion herrscht eine lebhafte Atmosphäre. Daniel sucht sich einen Platz in der ersten Reihe, wo er das Spielfeld gut sehen kann. Die Ränge sind voller begeisterter Fans, die singen, jubeln und ihre Mannschaft anfeuern. Das ist so toll, denkt Daniel, als die Fangesänge beginnen. Kurz vor Spielbeginn gibt es kurze Ansagen vom Lautsprecher. Herzlich willkommen, liebe Fans. Das Spiel beginnt in wenigen Minuten. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Daniel hört aufmerksam zu, auch wenn er nicht alles versteht. Er lernt dabei Wörter wie Tor, Abseits und Freistoß. Das Spiel startet und beide Mannschaften kämpfen hart um den Ball. Daniel fiebert mit,
jubelt bei jedem guten Pass und klatscht, wenn ein schöner Schuss abgegeben wird. Er lernt, wie die Schiedsrichter Entscheidungen auf Deutsch ankündigen. »Tor! Tor! Tor!« ruft die Lautsprecherstimme, und Daniel springt vor Freude auf. Zwischendurch gibt es eine Halbzeitpause. Daniel geht kurz an den Getränkestand und bestellt einen kalten Softdrink. Er unterhält sich mit einem anderen Fan. »Ist das Spiel nicht fantastisch?« Der andere Fan antwortet, »Ja, es ist sehr spannend. Unsere Mannschaft spielt gut.« Daniel nickt und lächelt, während er den Drink genießt. Nach der Pause geht das Spiel weiter. Es gibt viele aufregende Momente und die Zuschauer feuern ihre Mannschaft lautstark an. Daniel hört die Anweisungen des Trainers und die Rufe der Fans, die ihm helfen, neue Sportvokabeln zu lernen. »Bitte, verteidigt besser«, hört er und lernt so Wörter wie Verteidigung und Angriff. Als das Spiel endet, hat Daniels Mannschaft gewonnen. Die Fans jubeln und singen, und Daniel fühlt sich stolz und glücklich. Er bleibt noch eine Weile sitzen, um die fröhliche Stimmung zu genießen. »Das war ein großartiges Spiel«, denkt er. Er klatscht mit und nimmt die Emotionen des Tages in sich auf. Auf dem Heimweg im Bus unterhält sich Daniel mit einem netten Mitfahrer über das Spiel. »Ich habe heute so viel gelernt«, sagt Daniel. »Ja, Fußball verbindet Menschen und hilft auch beim Deutschlernen«, meint der Mitfahrer. Zu Hause angekommen, zieht sich Daniel um und ruht sich kurz aus. Später schreibt er in sein Notizbuch: »Heute im Stadion habe ich Wörter wie Tor, Freistoß und Abseits gelernt. Die Stimmung war unglaublich und ich habe das Spiel sehr genossen.« Er fühlt sich inspiriert und freut sich auf das nächste Spiel. So endet ein spannender Tag im Sportstadion, der Daniel nicht nur viele schöne Momente beschert, sondern auch seine Deutschkenntnisse erweitert hat. Ein Tag in der Werkstatt. Es ist ein kühler Morgen und Jonas hat sich entschieden, einen Tag in einer kleinen Werkstatt in seiner Stadt zu verbringen. Jonas interessiert sich sehr für Handwerk und möchte lernen, wie man einfache Möbel baut. Heute besucht er die Tischlerei Holz und Herz. Jonas steht früh auf, zieht bequeme Kleidung an und frühstückt ein belegtes Brot mit Käse. Er nimmt seine kleine Tasche, in der er ein Notizbuch und einen Stift hat, und macht sich auf den Weg. Heute möchte ich viel über Holzarbeiten lernen, denkt er und steigt in den Bus, der ihn zur Werkstatt bringt. Am Ziel angekommen, wird er von Herrn Weber, dem Besitzer der Werkstatt, begrüßt. »Guten Morgen, Jonas. Schön, dass du heute hier bist«, sagt Herr Weber freundlich. Jonas antwortet: »Guten Morgen, Herr Weber. Ich freue mich, hier zu sein und mehr über das Tischlern zu lernen.« Herr Weber führt Jonas in die Werkstatt. Der Raum ist groß und erfüllt von angenehmen Holzgerüchen. Überall stehen Werkbänke, Werkzeuge und frische Holzstücke. An den Wänden hängen alte Werkzeuge und Bilder von handgefertigten Möbeln. »Hier stellen wir Tische, Stühle und Regale her«, erklärt Herr Weber. Jonas schaut sich fasziniert um und notiert sich in seinem Heft Wörter wie Säge, Hammer und Schieber, Schleifpapier. Zuerst zeigt Herr Weber Jonas, wie man ein einfaches Regal baut. Sie wählen gemeinsam ein Stück Eichenholz aus. Herr Weber erklärt: »Zuerst messen wir das Holz, dann sägen wir es in die richtigen Längen.« Jonas hört aufmerksam zu und hilft mit einem Maßband. Er wiederholt die Wörter messen, sägen, Länge und schreibt sie in sein Notizbuch. Anschließend lernt Jonas, wie man Löcher bohrt. Herr Weber zeigt ihm, wie man mit einem Bohrer vorsichtig durch das Holz geht. »Achte darauf, langsam zu bohren«, sagt Herr Weber. Jonas probiert es selbst und ist stolz, als er sein erstes Loch bohrt. »Das macht Spaß«, meint er, während er weiterarbeitet. Nach einer kurzen Pause setzen sie ihre Arbeit fort. Jetzt soll ein kleines Regal zusammengebaut werden.
Jonas lernt, wie man Schrauben eindreht und das Holz mit Leim verbindet. Das ist wichtig, damit das Regal stabil ist, erklärt Herr Weber. Jonas nickt und arbeitet sorgfältig. Er genießt es, mit den Händen zu arbeiten und sieht, wie aus rohem Holz langsam ein schönes Möbelstück entsteht. Während des Tages kommen auch andere Handwerker in die Werkstatt. Jonas hört leise Gespräche und lernt neue Wörter wie Werkbank, Zirkel und Schraubenzieher. In der Werkstatt spricht man oft über Maße und Materialien, bemerkt er zu sich selbst und notiert auch diese Vokabeln. Zur Mittagszeit macht Herr Weber eine kurze Pause. Gemeinsam essen sie belegte Brote und trinken Wasser. Dabei unterhalten sie sich über ihre Lieblingsmaterialien und Werkzeuge. Ich arbeite am liebsten mit Eiche, sagt Herr Weber. Jonas antwortet: Ich finde Eiche auch sehr schön. Es hat eine warme Farbe und ist sehr robust. Die angenehme Gesprächsrunde macht Jonas Mut, auch eigene Fragen zu stellen. Nach der Pause zeigt Herr Weber Jonas, wie man eine einfache Oberflächenbehandlung macht. Sie schleifen das Holz und tragen eine Lackschicht auf. Jonas beobachtet genau, wie der Lack gleichmäßig verteilt wird. Der Lack schützt das Holz und macht es schön glänzend, erklärt Herr Weber. Jonas freut sich, als er sieht, wie aus dem einfachen Holzstück ein fertiges Regal wird. Am Nachmittag ist der Bau fast abgeschlossen. Jonas hilft, das Regal an der Wand zu befestigen. Er verwendet dabei alle Wörter, die er gelernt hat: Messen, Sägen, Bohren, Schrauben und Schleifen. Ah, ich habe heute viel gelernt, sagt er stolz. Herr Weber lächelt. Du hast gut gearbeitet, Jonas. Ich bin sehr zufrieden. Zum Abschluss des Tages zeigt Herr Weber Jonas noch die fertigen Möbelstücke in der Werkstatt. Es gibt Tische, Stühle und Regale. Alle aus Holz, mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Hier sieht man, wie aus einem einfachen Stück Holz etwas Schönes entsteht, sagt Herr Weber. Jonas ist beeindruckt und dankbar für die vielen neuen Eindrücke. Auf dem Heimweg im Bus denkt Jonas an den Tag zurück. Er ist müde, aber glücklich. Zu Hause angekommen, setzt er sich an seinen Schreibtisch und schreibt in sein Notizbuch: Heute habe ich viel über das Tischlern gelernt. Ich kenne jetzt viele neue Wörter und habe ein kleines Regal mitgebaut. Es war ein toller Tag in der Werkstatt. Jonas freut sich schon auf einen weiteren Besuch. So endet ein lehrreicher und inspirierender Tag in der Werkstatt, der Jonas nicht nur handwerkliches Wissen, sondern auch neue deutsche Wörter vermittelt hat. Ein Spaziergang durch die Altstadt. Es ist ein klarer, frischer Morgen und Lara hat beschlossen, einen Spaziergang durch die Altstadt ihrer Stadt zu machen. Die Altstadt ist bekannt für ihre engen Gassen, historischen Gebäude und gemütlichen Plätze. Lara liebt es, alte Häuser zu sehen und die Geschichte ihrer Stadt zu spüren. Lara frühstückt ein Croissant und einen heißen Kaffee. Sie zieht eine bequeme Jacke an und nimmt ihren kleinen Rucksack mit, in dem sie ihr Notizbuch und eine Kamera hat. Heute möchte ich viele alte Gebäude und schöne Ecken entdecken, denkt sie und macht sich auf den Weg. Zu Beginn ihres Spaziergangs läuft Lara durch eine breite Straße, die in die Altstadt führt. Sie sieht bunte Häuser mit verzierten Fassaden, kleine Geschäfte und Cafés. Lara hört die Geräusche der Stadt, das Lachen der Menschen, das Klirren von Geschirr aus den Cafés und das leise Rufen von Straßenmusikern. Hier ist es so lebendig, bemerkt sie leise und notiert sich das Wort lebendig in ihrem Heft. Bald erreicht Lara den Marktplatz der Altstadt. Auf dem Platz stehen alte Brunnen und historische Statuen. Einige Menschen sitzen auf Bänken und genießen die Sonne. Lara bleibt stehen und schaut sich den großen Brunnen an. Das Wasser glitzert im Sonnenschein, sagt sie zu sich selbst. Sie macht ein Foto vom Brunnen und schreibt in ihr Notizbuch: Brunnen, Statue, Marktplatz.
Weiter geht ihr Weg in eine enge Gasse. Die Gasse ist schmal, aber charmant, mit alten, bunt bemalten Türen und kleinen Läden, die handgemachte Produkte verkaufen. Lara betritt einen kleinen Laden, in dem es alte Bücher und Antiquitäten gibt. Sie blättert durch ein Buch über die Geschichte der Stadt und lernt Wörter wie Antiquität und an Historie. Diese Bücher erzählen die Geschichten vergangener Zeiten, denkt sie. Nach dem Laden führt ihr Weg zu einer kleinen Kirche. Die Kirche ist alt und hat einen hohen Turm, der in den blauen Himmel ragt. Lara bleibt vor der Kirche stehen, bewundert die kunstvollen Fenster und die geschnitzten Holztüren. Die Kirche ist so schön und ruhig, flüstert sie. Sie setzt sich auf eine nahegelegene Bank und liest den kleinen Informationstext, der an der Tür hängt. Dabei lernt sie das Wort Gebäude und Architektur. Der Spaziergang führt Lara weiter durch die Altstadt. Sie überquert eine gepflasterte Straße und betritt einen weiteren, malerischen Platz. Auf dem Platz findet gerade ein kleines Straßenfest statt. Es gibt Stände mit regionalen Spezialitäten, Musik und Tanz. Lara fühlt sich von der fröhlichen Atmosphäre angesteckt. Hier trifft sich die ganze Nachbarschaft, bemerkt sie und notiert sich Nachbarschaft in ihrem Heft. Lara kostet an einem Stand einen frisch gepressten Apfelsaft. Der Verkäufer lächelt und sagt: »Prost, genießen Sie den Saft.« Lara antwortet: »Vielen Dank, er schmeckt sehr gut.« Dabei lernt sie, wie man höflich in Deutsch kommuniziert. Nach dem Fest beschließt Lara, weiter durch die Altstadt zu spazieren. Sie besucht ein kleines Museum, das in einem historischen Gebäude untergebracht ist. Im Museum sieht sie alte Fotos, Gemälde und persönliche Gegenstände aus vergangenen Zeiten. Lara ist fasziniert von den Geschichten, die jedes Objekt erzählt. »Ich lerne hier viel über die Geschichte meiner Stadt«, denkt sie und schreibt Chios Museum und die Niwa, Geschichte, in ihr Notizbuch. Zum Abschluss ihres Spaziergangs setzt sich Lara in ein kleines Café, das sich in einem alten Gebäude befindet. Das Café ist gemütlich eingerichtet, mit Holztischen, alten Lampen und leisen Jazzklängen im Hintergrund. Lara bestellt einen Kaffee und ein Stück Kuchen. »Dieser Kaffee ist herrlich«, sagt sie leise, während sie ihr Notizbuch durchblättert. Sie schaut sich um, beobachtet die anderen Gäste und hört leise Gespräche. Es ist ein ruhiger Moment, in dem sie die Schönheit der Altstadt noch einmal in sich aufnimmt. Am späten Nachmittag verlässt Lara das Café und macht sich langsam auf den Heimweg. Auf dem Rückweg denkt sie an die vielen schönen Eindrücke des Tages. Zu Hause angekommen, setzt sie sich an ihren Schreibtisch und schreibt in ihr Tagebuch: »Heute habe ich einen wunderbaren Spaziergang durch die Altstadt gemacht. Ich habe alte Gebäude, einen Brunnen, eine Kirche und ein kleines Straßenfest erlebt. Dabei habe ich viele neue deutsche Wörter gelernt.« Lara ist glücklich und fühlt sich inspiriert. Sie weiß, dass sie noch viele weitere Ecken der Altstadt entdecken möchte. So endet ein erlebnisreicher Tag in der Altstadt, der Lara nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch viele neue Vokabeln und Freude an der Geschichte ihrer Stadt geschenkt hat.